Auf unserem Weg queren wir das Tal des North Platte Rivers in Nebraska. Hier entlang Richtung Nordwesten führten der Oregon, der Kalifornien und der Mormonen Trail. Für sie waren der Chimney Rock mit seiner markanten Spitze ein wichtiger, weit zu sehender Markierungspunkt auf dem Trail. Der Felsen hat eine Höhe von etwa 99 Metern. Davon entfallen auf die Spitze 37 Meter. Ein Stück weiter, nahe bei der Ortschaft Scotts Bluff, befindet sich das gleichnamige Nationalmonument. Zwischen den Sandsteinklippen führten die Trails über den Mitchell-Pass weiter gen Westen. Eigentlich wollten wir nördlich von Denver nahe Boulder in die Rocky Mountains abbiegen. Jedoch waren momentan alle Talstraßen in die Berge gesperrt. Vor kurzem hatte es hier stark geregnet und überall sind Schäden an Bauwerken und Straßen durch Hochwasser zu sehen. Wir müssen weiterfahren, bis wir in Idaho Springs westlich von Denver einen nicht vom Hochwasser betroffenen Campground finden. Hier bleiben wir einige Tage. Wir fahren am Folgetag zum Mount Evans. Der Scenic Byway soll uns von 2650 Meter auf 4350 Meter Höhe führen. Die Straße gilt als die höchste asphaltierte Straße Nordamerikas. Wir können leider nur bis zum Summit Lake fahren, danach war die Straße gesperrt. Kalt war es trotzdem, ganz schön, wie man sieht. Auf der Rückfahrt machen wir Mittag auf unsere eigene Art. Danach geht es in den Red Rock Park nahe Denver. Herzstück ist das Red Rock Amphitheater. Zwischen zwei rund 100 Meter hohen Sandsteinfelsen liegt eine wunderschön eingebettete Freilichtbühne. Sie bietet rund 9400 Menschen Platz und besitzt eine herausragende Akustik. Von hier aus hat man auch einen schönen Blick auf die Stadt Denver. Am Folgetag geht es nach Denver, der Hauptstadt des Bundesstaates Colorado. Wir parken am Pepsi Center und erkunden die Stadt zu Fuß. Ab dem Pepsi Center verkehrt ein kostenloser Shuttlebus durch das Stadtzentrum entlang der Haupteinkaufsstraße. Am anderen Ende der Haupteinkaufsstraße liegen das Stadtkapitol und gegenüber das State Capitol. Wir nehmen beide Capitols in Augenschein. Die 15. Stufe des State Capitols trägt eine Markierung, die uns angibt, dass genau hier es eine Meile gleich 1600 Meter über Seehöhe ist.
Anschließend besichtigen wir das State Capitol von innen. Von hier aus wird der Staat Colorado regiert. Auf der Rückfahrt von Denver lasen wir an einer elektronischen Schautafel, dass über den westlich gelegenen Highway 119 und 72 durch die Berge von Idaho Springs aus Estes Park wieder erreichbar ist. In Estes Park beginnt die Rocky Mountains Nationalpark Hochstraße und wir nehmen das natürlich wahr und fahren in die Berge. Auf der Rückseite der Bergkette im Westen haben wir Glück und sehen eine Herde Rothirschdamen mit ihrem Boss. Auch macht sich der Herbst nun immer mehr bemerkbar, je nachdem wie hoch wir sind. Heute schreiben wir den 26. September. Bei unserer Fahrt in die Berge wird das Wetter immer schlechter. Im Tal haben wir Regen und in den Bergen Schneetreiben. In der Regel sind wir ganz schön hoch unterwegs. Wir kommen kaum unter 2000 Meter. An den Twin Lakes finden wir einen Campingplatz. Hier lassen wir den Wohnwagen stehen und fahren solo weiter zum Wintersportort Aspen. Hier bei den Twin Lakes machten wir wieder einmal Halt auf einem kostenfreien Stellplatz. Die Saison ist vorbei. Es wird aber auch nachts schon ganz schön kalt. Frost ist immer. Nur gut, dass wir eine Gasheizung und dicke Federbetten haben. Durch das Tal des Arkansas Rivers geht es Richtung Süden. In Buenos Vista biegen wir ab und fahren weiter Richtung Colorado City. Kurz vor Colorado City stellen wir den Wohnwagen auf einen Campingplatz ab und fahren auf Pikes Peak. Die Autostrecke ist nur für PKWs zugelassen und ist erst seit 2011 durchgängig asphaltiert. Ab der Mautstelle auf 2350 Meter bis hoch auf den Berg sind es 20 Kilometer.
Vom Ort Manitou Springs kann man mit einer Bergbahn, die in der Schweiz hergestellt wurde, auch auf den Berg gelangen. Nur hat man hier den Nachteil, dass nach einer Dreiviertelstunde man wieder zurückfahren muss. Wir staunen bei der Abfahrt nicht schlecht, als man uns nach einem Drittel der Strecke anhält und die Temperatur der Bremsen misst. Einige Autos stehen am Rand und warten auf das Abkühlen der Bremsen. Wir sind im Garden of the Goods, einem öffentlichen Park am Stadtrand von Colorado Springs, zu Füßen des Pikes Peak angekommen. Hier dominieren die 65 Millionen Jahre alten roten Sandsteinformationen. Angekommen im Nationalpark Creux-Sanddunes buchen wir uns für 3 Tage auf dem Campground ein. Der Park ist 80 Quadratkilometer groß und die Dünen erreichen eine Höhe von 230 Meter. Wir genießen die Ruhe hier am Campground. Am nächsten Tag kommt eine Rangerin vorbei und sagt, wir müssen bis 12 Uhr den Nationalpark verlassen haben. Wir verstehen noch nicht warum. Wir machen noch einen kurzen Rundgang, packen zusammen und verlassen den Nationalpark. Das zu viel bezahlte Geld bekommen wir zurück. Es ist der 1. Oktober 2013. Erst später erfahren wir, dass alle Nationalparke ab dem 1. Oktober wegen der Haushaltssperre geschlossen bleiben.